Ich schwöre, die Hälfte meiner Firma arbeitet im Pyjama oder ganz ohne Hose. Und an manchen Tagen, den meisten Tagen, tue ich das auch. Also das Klischee, halber Pyjama, null Filter, vielleicht ein oder zwei Haustiere, die das Homeoffice übernehmen. Ja, irgendwie zutreffend. Ich meine, die Sache mit den Hosen ist fraglich. Meine Mitarbeiter dürfen es nie erfahren. Aber man merkt auch schnell, dass die Arbeit von zu Hause ihre Tücken hat. Und ja, wir hatten definitiv unsere Portion an seltsamen Momenten. Man denke nur an die versehentliche Teilnahme an Besprechungen im Halbschlaf, an gewisse, sagen wir mal, fragwürdige Hintergrundgeräusche und hey, ich meine, wir sind auch nur Menschen. Aber trotz aller denkwürdigen Missgeschicke würde ich und mein Team wahrscheinlich diese Flexibilität um nichts in der Welt missen wollen. Ich weiß zumindest, dass ich das überhaupt nicht will. Wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, das Beste aus Homeoffice rauszuholen und die unangenehmen Fallstricke zu umgehen. Es hat sich herausgestellt, dass es gehen kann, egal ob ihr gerade, wie ich, ein Unternehmen aufbauen wollt oder gerade eure Karriere im technischen Bereich beginnt. Also schauen wir uns das Ganze mal genauer an. An der Stelle ist natürlich wichtig, dass trotz aller Vorteile manches einfach nicht im Homeoffice machbar ist. Deshalb hat auch unser Partner, die Fachhochschule der Wirtschaft, einen Fokus auf Bildung auch vor Ort. Ihr könnt zwar viel online lernen, aber eben nicht alles. Um euch das mal zu zeigen, veranstaltet die FHDW auch dieses Jahr wieder ihre Campus Days. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen kurzfristig, ich war krank, aber die hat schon letzten Samstag stattgefunden, also den 24. Februar in Mettmann und Bielefeld. Ich habe dazu eine Instagram-Story und so weiter gemacht. Und diesen Samstag, am 2. März, findet das Ganze nochmal in Paderborn und Bergisch Gladbach statt. Dabei könnt ihr euch jeweils die Hochschule ansehen, vor Ort, und da die FHDW einen berufsbegleitenden Bachelor und Master anbietet, ihr also während dem Studium schon beim Unternehmen arbeitet, könnt ihr dort auch direkt ein passendes Unternehmen kennenlernen. Richtig gehört, berufsbegleitend. Die FHDW bietet jetzt auch die Möglichkeit für Leute, die schon im Beruf stecken, ein Studium neben einem Vollzeitjob durchzuführen. Das steigert natürlich nochmal eure Fähigkeiten, wenn ihr zum Beispiel schon eine Ausbildung oder einen Bachelor habt. Das bringt euch nicht nur nützliches Einkommen schon während dem Studium, sondern natürlich auch wertvolle Praxiserfahrung. Also kommt gerne diesen Samstag vorbei. Mehr Infos gibt's mit dem Link unten in der Beschreibung. Gleich vorweg, es geht beim Homeoffice überhaupt nicht darum, faul zu sein. Auch wenn gerade viele aus der Generation über uns das vielleicht so denken oder zumindest lange so dachten. Es geht sogar eher ums Gegenteil. Wisst ihr, der 9 bis 5 Trott ist nicht für jeden geeignet. Eine Nachteule, die gezwungen ist, wie ein Firmenzombie am Morgen zu funktionieren, ja, schwierig. Ein Frühaufsteher aber, der jegliche Energie verliert, wenn die Uhr auf Feierabend zusteuert, ist auch nicht das Richtige. Da ist Homeoffice einfach besser. Da kann ich einfach arbeiten zu den Zeiten, wo ich produktiv bin. Und natürlich bin ich da dann produktiver. Ich spreche davon, den natürlichen Arbeitsrhythmus zu finden und großartigen Code zu schreiben, wenn euer Gehirn 100% Brain Capacity benutzt. Und nicht, weil irgendein willkürlicher Plan euch das Ganze vorschreibt. Wie gesagt, manche Sachen gehen da natürlich nicht mit rein. Aber zum Beispiel, wenn ihr einen Arzttermin habt, der nur am Mittag machbar ist, ey, kein Problem. Die Arbeit passt sich dann dem Leben an und nicht andersrum. Jemals im Stau gestanden und was verpasst, was dir eigentlich echt wichtig ist, Pen and Paper mit Freunden zum Beispiel, nur weil du gependelt bist, ratet mal, was beim Homeoffice wegfällt. Die verschwendete Zeit wird zurückgewonnen. Mehr Schlaf, mehr Hobbys oder viel eher mehr Stunden, um an euren Nebenprojekten zu feilen. Naja, dazu kommt, ihr spart so viel Geld. Wenn ihr Öffis bei euch habt, sind das 40 € im Monat, aber dazu muss man schon fast in der Stadt wohnen. Wohnt ihr auf dem Land, müsst ihr oft genug das Auto nehmen zur Arbeit. Und da sind wir sehr schnell bei richtig hohen Ausgaben. Gut und gerne auch mal 10 € am Tag. Essen auch zu Hause, wenn man selbst kocht, spart man auch nochmal einiges. Und das ist sogar oft noch ein kleines bisschen gesünder. Und natürlich ist es auch gerade mit Homeoffice eher wieder möglich, auf dem Land zu wohnen. Hochkarätige Entwickler sind nicht mehr an eine bestimmte Stadt gebunden, sondern können dahin, wo sie wollen. Wir können arbeiten, bei welchem Arbeitgeber auch immer wir wollen, unabhängig von dessen Hauptsitz. Oder wir arbeiten aus der Ferne in irgendeiner abgelegenen Hütte in Norwegen oder dem Strandhaus, von dem ihr immer mal schon geträumt habt. Remote öffnet Türen, von denen vor ein paar Jahren noch niemand geträumt hat. Und mit zuverlässigem Internet macht das wirklich kaum einen Unterschied. Und okay, nicht jeder kann sofort in irgendeine Villa mit eigenem Büro umziehen, aber darum geht es auch gar nicht. Bei Homeoffice geht es darum, einen Raum zu schaffen, der dir dient. Gute Kopfhörer, um die Ablenkung auszublenden und boom, sofortige Gelassenheit. Pflanzen, weil sie dich glücklich machen.
gute Laune und vielleicht sogar noch ein bisschen bessere Luftqualität. Kleine Investitionen mit großem Nutzen, die man einfach zu Hause tätigen kann. In einer Kabine bekommt man eben das, was das Unternehmen will. Und kann es nur bedingt einrichten, wie man möchte. Ihr seht, warum ich also keinen Job mehr annehmen würde, wo ich kein Homeoffice habe. Aber es gibt ein fettes Aber. Wisst ihr, wenn ihr auf Büro-Bros und das Drama am Wasserspender steht, dann lasst uns direkt ehrlich sein. Homeoffice könnte euch dann vielleicht nicht so gut gefallen. Viele Entwicklerjobs sind bereits allerdings so oder so einsam. Das Büro ganz zu verlassen, kann das Ganze auf eine ganz neue Ebene heben. Sicher, diese erzwungenen Meetings, die können ein bisschen helfen, aber wenn jeder mit Kindern, Haustieren und Co. beschäftigt ist oder einfach nur bis Freitag auf Abwesen ist, das ist einfach tatsächlich nicht dasselbe wie ein Drink mit Programmiererkollegen, die halt vielleicht einfach euren Humor verstehen. Freundschaften online, das klingt eher einfach, aber naja, jeder, der es schon mal versucht hat, weiß, dass das wirklich Anstrengung erfordert. Und ja, es ist toll, wenn man mit seiner Familie in der Nähe wohnt, aber manchmal sind Arbeitsprobleme eine, andere Sprache, selbst für extrem verständnisvolle Angehörige. Man vermisst die Insider, das Reden über den nächsten Kack-Merch-Konflikt, den jeder auf der Arbeit verstehen kann, aber zu Hause halt eben nicht. Und das ist längst nicht das einzige Problem. Ein perfekter Montag, wenn es das jemals gab, kann easy durch Vodafone in meinem Fall zunichte gemacht werden, weil Upload nicht möglich. Diese dringenden Zoom-Anrufe, bei denen man sich dann anhört wie ein stotternder Roboter vom Mars, ja, die sind mir durchaus bekannt. Sowohl aus der Rolle als Erdling, als auch aus der Rolle des Marsianers. Naja. In einem Büro bedeutet ein technischer Zusammenbruch, dass man die IT-Abteilung vielleicht um Unterstützung bitten kann. Zu Hause ist jeder sein eigener Sysadmin. Oh, und vergessen wir mal nicht, dass manche Probleme absolut nicht bei euch liegen, sondern einfach an einer ganz anderen Stelle. Kleine Erfahrung aus meinem Leben: Ich habe bereits einen relativ großen, wichtigen Speaker-Auftritt vor einigen 100 Leuten fast per Telefon gehalten. Ist noch gar nicht so lange her. Und ihn dann immerhin als, eine Art Livestream halten können, weil einfach alle anderen Dienste vom Kunden im Netzwerk verboten waren. Das Schlimmste sind aber tatsächlich diese hilfreichen Vorschläge von Kollegen. Man weiß einfach, dass sie schon gegoogelt haben, warum ist das Internet schlecht, nur um irgendwie dann nützlich am Telefon zu klicken. Genau. Wie nützlich zu klingen am Ende. Das ist genug, um den ruhigsten Entwickler dazu zu bringen, darüber zu fantasieren, den Laptop rauszujieten. Was natürlich nichts bringen würde. Wobei, aber das, wie ich finde, Schlimmste kommt noch. Der Traum: Wenn man den Laptop schließt, dann endet die Arbeit. Und plötzlich steht einem der ganze Abend natürlich offen. Aber in diesem ganzen Remote-Arbeitsleben ist das Büro halt nicht so weit weg. Und das kann auch nach Feierabend noch ein gewisser Hingucker für jeden sein. Diese eine E-Mail zu beantworten, die vielleicht nur so 2 Minuten dauern wird. Arbeit hat diese hinterhältige Angewohnheit, sich überall reinzudrängen. Aus den noch 5 Minuten, um etwas zu Ende zu bringen, werden dann relativ schnell 2 Stunden. Und dann hat man plötzlich ein schlechtes Gewissen, wenn man abschaltet, während sich alle anderen schon eigentlich vor einer richtig langen Zeit abgemeldet haben. Sogar am Wochenende droht die Arbeit. Was, wenn am Montag plötzlich alles einfach so implodiert? Vielleicht dann doch nur ganz kurz, während einer nicht ganz so spannenden Szene im Film, mal kurz nachschauen, nur um das Nötigste zu erledigen. Ihr kennt das. Diese Work-Life-Balance hört sich vielleicht in der Theorie gar nicht so schlecht an, vielleicht sogar gut. Aber in der Praxis bedeutet das dann doch viel eher statt Balance Mischung, sodass sich alles zu einem riesigen, großen, grauen Klumpen von Verpflichtungen zusammenfügt. Manche Arbeitgeber verlangen das sogar, sei es mit Always On via WhatsApp oder Bereitschaft über Telefon. Das kann wirklich, wirklich gefährlich werden. Denn wenn man keinen Abstand zu seiner Arbeit aufbauen kann, dann fängt man an wie ich und verbringt Sonntagabend damit, krank ein Videoskript zu recherchieren. Was? Dass das zu Burnout führen kann, das kann jeder von außen sehen. Außer Arbeitgeber oder Selbstständige. Und das Ganze wird leider nicht besser an solchen Tagen, an denen trotz stundenlanger Arbeit nichts Greifbares erreicht wurde. Eine leere To-Do-Liste, Code sieht genauso aus wie heute Morgen. In einem Büro urteilen eben Vorgesetzte danach, wie lange man über die Tastatur gebeugt ist. Aber zu Hause gibt es auf einmal sowas wie Produktivitätsschulden.
Hat vielleicht diese Ablenkung doch eine Stunde gekostet? Wenn niemand stündlich auf meinen Bildschirm schaut, woher weiß ich dann sicher, dass ich nicht unbewusst nachlasse? Vielleicht zeigt aber auch einfach Homeoffice, dass ich ein nicht ganz so optimales Zeitmanagement habe oder hatte. Oder aber es ist tatsächlich normal, dass man sich nicht 8 Stunden nonstop auf eine teils wirklich frustrierende Sache konzentrieren kann. Und auf einmal beginnt man sich mit Kennzahlen zu beschäftigen. Welche Metrik passt denn hier? Teilen von Code? Naja, die ist irreführend, das wissen wir alle. E-Mails beantwortet, aber was wäre, wenn eigentlich alle Antworten komplett unnötige Nebenbemerkungen wären? Die Stunden, die ihr in Meetings verbracht habt, das ist ein ganzes Video für sich. Je mehr wir uns also versuchen, darauf zu konzentrieren, zu beweisen, dass die Arbeit geleistet wurde, desto schwieriger scheint es sich einfach durchzusetzen und die Dinge organisch zu erledigen. Und oh Mann, wenn man Leuten außerhalb der Technik dieses Dilemma versucht zu erklären, dann könnt ihr euch bereit machen für einen Vortrag über den Wunsch, man könnte doch bezahlt werden fürs Aufschieben. Oder dass ein Familienmitglied plötzlich davon überzeugt ist, dass man ja heimlich das Influencer-Leben auf den Malediven führt und dass man den ganzen Tag eigentlich nur zockt. Das hilft natürlich nicht gerade dabei, dass das Imposter-Syndrom vor allem in der IT-Branche bereits sehr weit verbreitet ist. Das Ding ist, wenn jetzt das Wort Disziplin dich dazu bringt, diese Motivationsplakate mit über Bergen schwebenden Adlern vorzustellen, dann lassen wir das erstmal direkt hinter uns und konzentrieren uns stattdessen einfach mal kurz auf die Realität. Sich selbst dazu zu zwingen, am Schreibtisch zu leiden, wird dich wahrscheinlich nicht auf magische Weise zu einem abgelegenen Rockstar machen. Das Ganze wird euch spektakulär ausbrennen lassen, ohne dass ihr am Ende irgendwas davon habt. Echte Disziplin in diesem Umfeld bedeutet zu verstehen, wie du tickst, nicht irgendjemand anders. Wann ist dein Gehirn ein nebliges Durcheinander im Vergleich zu eher Vollgas? Dann müssen wir eben umplanen. Nicht nur blind eine erfolgreiche Mindset-CEO 5 Uhr Morgensroutine nachahmen, die eigentlich in dir den Wunsch weckt, dass du dich doch eher unter der Bettdecke verstecken willst, bis irgendein CEO die Fresse hält. Na egal. Und das erfordert natürlich Ausprobieren, vor allem wenn man noch gar keine so große Erfahrung mit Homeoffice hat. Vielleicht bedeutet das, die traditionellen Stundenblöcke ganz aufzuheben. Ein paar hyperkonzentrierte Stunden, vielleicht sogar nur 4 am Tag, bedeuten oftmals sehr viel mehr Leistung oder Produktivität, als das Gefühl, beschäftigt aussehen zu müssen, während man in Wahrheit überhaupt nichts erreicht. Das kann sogar dazu beitragen, es einem skeptischen Familienmitglied zu verkaufen. Greifbare Ergebnisse wirken diesem Ganzen, aber du arbeitest eigentlich gar nicht, entgegen. Ich sage jetzt nicht, dass Willenskraft allein alles regeln kann, aber wir sind ja ITler und wir lieben Technik. Nicht, weil sie uns mit Zeitverschwendung und muss ich fixen belästigt, sondern weil wir damit nachverfolgen können, was funktioniert. Das kann bedeuten, dass es zu intensiven Konzentrationsausbrüchen bei bestimmten Musikplaylists kommt. Bei mir ist das meist eine Chillstep-Playlist. Und dann zu Pausen mit Beat Saber zum Beispiel, um den ganzen Gehirnnebel aufzurütteln. Das sind meine Siege des Selbstmanagements. Tatsächlich. Außerdem, abhängig von den Ressourcen, kann natürlich ein Meeting tatsächlich ganz super sein. Auch wenn man es nicht glaubt. Auch Coworking, wo man mit einem Kollegen gemeinsam in einem Meeting ist und eine, sagen wir mal, verhasste Aufgabe erledigen möchte, das kann Wunder bewirken. Letzte Woche erst mit meinem Kollegen von der Bootstrap Academy haben wir einen Haufen bürokratischer Kackscheiß in einem 6-Stunden-Meeting erledigt. Das hat jetzt nicht unbedingt Spaß gemacht, aber wir haben es geschafft. Und sich dann mal auf die Schulter zu klopfen, das gehört irgendwie dazu. Aber leider macht Remote-Arbeit selbst die leicht unorganisierten unter uns zu potenziellen Hot-Chaos-Express-Kandidaten. Zeitmanagement-Apps sind wahrscheinlich relativ nutzlos, es sei denn, man baut eben das ganze System darauf auf. Es geht darum herauszufinden, ob du mit so einer strengen Struktur oder eben mit Chaosausbrüchen am besten funktionierst. Und das ist beides in Ordnung. Dann wählt man eben die Methode aus, die am besten für dich als Person passt. Für mich ist das Meetings zu festen Zeiten und ansonsten ein mehr oder weniger strukturiertes Chaos, ohne Ablenkung aber. Wenn ich mein Handy nicht weglege, dann kann ich nicht arbeiten. Ständig kommt irgendeine Push-Nachricht und ich reagiere dann und checke und antworte und oh, guck mal, schon wieder Abend. Ohne dass irgendein Video auch nur eine Zeile Skript bekommen hat. Und hier ist Selbstaufrichtigkeit hart, aber gleichzeitig stärkend. Wenn du dich nicht 20 Minuten lang auf eine Aufgabe konzentrieren kannst, ohne dass, oh guck mal, Eichhörnchen. Wo war ich? Ach ja, diese schicke Projektmanagement-Software wird dir dann nicht helfen. Stattdessen sind vielleicht eher Mikroblöcke deine Art zu arbeiten.
Es kann helfen, sich kleinere Blöcke im Kalender zu reservieren und sich dann darauf zu konzentrieren, ohne Ablenkung. Für andere sind längere Flow-Zustände möglich, wenn die Umgebung eben mit dir zusammenarbeitet. Dann gönnt euch einfach diese Kopfhörer, die auch noch Noise Cancelling können. Werft unnötige Browser-Tabs einfach auf einen anderen Desktop, aber seid halt auch realistisch. Wenn ein Mittagsspaziergang euer Gehirn wieder in Schwung bringt, dann ist das keine verschwendete Zeit, sondern eine Investition in spätere Ergebnisse. Und die wollt ihr ja eigentlich haben. Und das ist an sich auch das Tolle am Homeoffice. Hier kann Remote wirklich besser sein als ein Büro. Zeitprotokolle sind nicht euer Chef, der dir die ganze Zeit über die Schulter schaut. Es sind eigentlich nur Daten, mit denen man eben seinen eigenen Arbeitsablauf wie ein verrückter Programmierwissenschaftler optimieren kann. In diesem Moment wird dir klar, dass diese ganzen nächtlichen Sitzungen trotz aller Erwartungen an gute Mitarbeiter eben doppelt so produktiv sind. Dann hast du vielleicht deinen Sweet Spot gefunden. Und naja, ehrlich gesagt, dann juckt das den Chef auch nicht mehr. Aber um das nochmal deutlich zu sagen, ihr müsst für euch rausfinden, was für euch funktioniert. Und das funktioniert nur mit Ausprobieren. Ich plane sogar ein eigenes Video zu diesem Thema zu machen, aber wie oft habt ihr eigentlich Meetings, die eigentlich eine Mail hätten sein können? Ich hatte etwa 3 davon am Tag, jeweils eine Stunde. In dem Moment, in dem dir klar wird, dass die allesamt nichts lösen, dann fängst du plötzlich an, deutlicher zu kommunizieren. Ist das wirklich zielführend oder ist es dann doch eher nervtötend? Oder könnte vielleicht dieses Status-Aktualisierungsdokument deine Anwesenheit wirklich ersetzen und es dir ermöglichen, diese Zeit für die Erledigung deiner Arbeit tatsächlich zu benutzen? Am Ende muss man ja dann doch immer ein Protokoll schreiben von so einem Meeting. Es geht auch über Meetings hinaus. Dieses quälende Gefühl, man muss immer online sein, das ist keine Paranoia, wenn eure Kollegen euch den ganzen Tag wahllos anpingen und sofortige Antworten erwarten. Und hier klare Grenzen zu setzen, ist eine wichtige Fähigkeit, die man erstmal lernen muss. Sogenannte Deep Work Phasen sind zwar noch nicht der Standard, aber das wird Zeit. Das sind Phasen, bei denen man einfach eine komplette Funkstelle setzt und sich dann auch wirklich Deep Work auf ein Thema konzentrieren kann. Mit Ausnahmen natürlich von echten Notfällen. Und die Kommunikation zu festgelegten Zeiten zu bündeln, anstatt im Posteingang das ganze Leben bestimmen zu lassen, wie gesagt, dazu ist ein eigenes Video geplant. Weil das bei mir eben sehr lange Thema war und noch immer teilweise ist. Und hier wenden wir uns mal an den skeptischen Zuschauer. Wird das nicht den Eindruck erwecken, dass ich vielleicht schwierig bin oder nachlasse? Nein. Du bist proaktiv. Dieses Status-Update, das kann auch noch in 2 Stunden bearbeitet werden. Das ist wahrscheinlich nicht dringend. Irgendwelche Fortschritte pingst, wenn es dringend wäre, dann würden sie wirklich anrufen. Ansonsten reicht es da auch noch, wenn man vielleicht in 1, 2, 3 oder 4 Stunden drauf antwortet. An der Stelle sind solche Themen was für euch, dann schreibt mir das ganz gerne. Das alles setzt aber natürlich voraus, dass ihr Grenzen setzen könnt und eure Mental Health stabil ist. Und im besten Fall auch die vom Chef. Ja, lol. Das alleine, also wie man einen Betrieb findet, bei dem das alles möglich ist, das wäre wahrscheinlich nochmal ein Video für sich. Ist aber gar nicht so einfach. Aber alles in allem, Homeoffice muss man tatsächlich lernen. Ihr müsst euch dazu besser kennenlernen und ihr müsst dazu auch Zeit von eurem Chef bekommen. Ohne eine gewisse Disziplin und ohne die Art und Weise zu kennen, wie ihr wirklich gut arbeitet, sind alle diese Vorteile leider sehr schnell durch sehr viele Nachteile zerstört. Und wir mussten das alles bei uns auf die harte Tour lernen. Aber ich denke, wir kriegen das mittlerweile ganz gut hin, oder, lieber Cutter?